Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich weiß, normalerweise seid ihr es von mir gewohnt, dass ich euch ein paar Düfte mitbringe, die irgendwie zu einem spezifischen Anlass oder auch zu einer Jahreszeit passen. Heute möchte ich die Bühne aber einem ganz besonderen Duft überlassen. Und zwar hat Parfums de Marly einen neuen Duft rausgebracht und ich möchte mir den gemeinsam mit euch genauer anschauen und euch auch mal ehrlich sagen, was ich so davon halte. Und zwar geht es um den Duft Valaya von Parfums de Marly, der in einer solch schönen Verpackung bei euch ankommt. Ich würde mal sagen, so in der normalen Marly-Manier schon fast. Schön in weiß gehalten. Und übrigens, weiß spielt eine besondere Rolle bei diesem Duft, aber dazu nachher mehr, zumindest in meiner Vorstellung. Der Duft kommt eben in so einer schönen Verpackung bei euch an. Wir öffnen den mal kurz zusammen und steht so schön drin. Und ich finde, es wirkt schon wirklich sehr, sehr edel und sehr, sehr schön. Der Flakon ist schön transparent gehalten, schön schlicht, wie eben andere Marly-Flakons auch. Die Formgebung hier ist ja bei den Flakons immer relativ identisch, nur die Farbe ist anders. Und der ist wirklich sehr neutral gehalten, würde ich jetzt mal sagen. Aber lasst uns mal vom Flakon eher zum Duft kommen. Was für mich bei solchen neuen Düften immer total spannend ist, ist, ob sie denn so in die Reihe der Düfte von der Duftmarke mit reinpassen oder ob es denn was ganz Neues ist. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Ich sprühe mal mit euch das erste Mal. Ich will vorab aber auch sagen, ich habe den Duft schon ein paar Tage getragen, um euch natürlich auch nochmal zu sagen, wie er sich so in der Duftentwicklung oder im Laufe des Tragens auch entwickelt. Dennoch ist es mir immer wichtig, so den ersten Eindruck mit euch zu teilen und natürlich auch das, was sich dann bei mir zumindest auf der Haut tut. Da wichtiger Hinweis, aber ihr wisst es vielleicht schon, Düfte entwickeln sich ja auf jeder Haut anders. Insofern kann ich da nur meinen persönlichen Eindruck natürlich schildern. Aber jetzt lasst uns mal den ersten Sprüher gemeinsam riechen. Ja, der Duft startet leicht zitrisch. Wir haben hier eine Bergamotte drin, wir haben auch eine Zitrone mit drin. Was aber definitiv im Vordergrund steht, ist so eine fruchtige Note und auch schon eine blumige Note. Das heißt, der Duft ist am Anfang ganz leicht zitrisch, frisch, fruchtig, schön, sehr erfrischend von Anfang an und sehr schön. Und schon im ersten Riechen wirkt der Duft wahnsinnig feminin. Also ich finde, der ist sehr, sehr weiblich, sehr, sehr schön, wirklich toll, schon allein vom ersten Riechen her. Was ich an dem Duft so spannend finde, ist gerade im Duftverlauf, dass der Duft immer ein bisschen cremiger wird, also an Cremigkeit gewinnt und dass er auch einen schön sauberen Charakter hat. Eben durch die weißen Blüten, die da drin sind, zumindest kommt es für mich immer so rüber, dass sobald weiße Blüten drin sind, man auch so einen leichten, sauberen Charakter mit reinbekommt. Das ist wirklich super schön an dem Duft. Das entwickelt sich so einer schönen, vollmundigen Süße, gleichzeitig gepaart mit einer schönen Frische. Also es ist wirklich toll und der Duft wird im Verlauf einfach immer vollmundiger, immer cremiger. Und was ich total schön finde, und das kenne ich so von keinem anderen Duft bisher, ist, dass tatsächlich im Duftverlauf der weiße Pfirsich rauskommt. Also es hat so ein bisschen einen Touch wie so Pfirsicheistee, der bringt natürlich eine Süße mit rein, aber ich habe an dem Duft gerochen und dachte die ganze Zeit, was ist es, was ich da rausrieche? Ich konnte es irgendwie nicht zuordnen und es ist der weiße Pfirsich und es ist einfach ein echt schöner und besonderer Duft, finde ich. Durch diese Cremigkeit, die der Duft im Laufe des Tragens gewinnt, schmiegt er sich richtig schön an die Haut an. Also ich hatte immer das Gefühl, es wäre der eins mit meiner Haut und an der Stelle schon mal gesagt, die Haltbarkeit von diesem Duft ist wirklich bombastisch. Ich hatte den Duft auf die Haut aufgetragen, aber auch auf meine Jacke und ich muss sagen, nach 2 Tagen habe ich den immer noch auf meiner Jacke gerochen. Das heißt, die Haltbarkeit ist wirklich unglaublich gut. Hätte ich nicht gedacht, bei so einem Duft, der so frisch irgendwie startet, da hätte ich gedacht, vielleicht ist die Haltbarkeit ein bisschen schlechter, aber nein. Da kann ich euch auf jeden Fall beruhigen, die ist wirklich toll. Ich hatte ja auch gesagt, dass der Duft schon eine Süße mit drin hat. Ich finde aber jetzt auch mal im Vergleich zu anderen Marly-Düften, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Oriana anschaut, dann hat der für mich so eine gewisse Kaugummi-Süße schon fast. Das hat der Duft definitiv nicht, weil da einfach auch der Pfirsich rauskommt und eben auch eine schöne, leichte Mandarine am Anfang. Das heißt, das ist schon wirklich eine sehr, sehr andere Süße. Das ist süß, aber diese Kombination eben aus Pfirsich und eben diesen zitrischen Noten am Anfang und den schönen Blüten macht es nicht ganz so kaugummiartig süß, wie es zum Beispiel bei dem Oriana ist. Dafür ist der Duft für mich auch einfach sehr viel mehr tragbarer. Also ich finde so richtige süße Heavy-Hitter schwierig. Ich finde, der Duft ist aber wirklich schön ausgeglichen.
Immer wenn ich frisch an so einem Duft rieche, da kommen mir unterschiedliche Bilder im Kopf. Ich könnte mir den Duft wahnsinnig gut vorstellen an so einem schönen, lauen Sommerabend oder Frühlingsabend. Man ist irgendwie noch in der Stadt unterwegs, es war heiß am Tag und es kommt so eine schöne, warme Brise und ja, die legt sich so richtig schön auf die Haut. Also ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, wenn so ein laues Lüftchen geht und sich das so schön auf die Haut drauf legt. So ist der Duft für mich, weil der sich wirklich so schön an die Haut anschmiegt und eins mit der Haut wird. Und ich finde, es ist tatsächlich ein Duft, der passt vor allem auch so in den Frühling mit rein oder zu wärmeren Temperaturen. Grundsätzlich kann man den auch jetzt tragen, ne, in der Winterzeit, aber der hat schon eben auch durch dieses Blumige und durch dieses Pfirsige, was da rauskommt, etwas von Frühling, wärmeren Temperaturen. Ich glaube, da passt er noch einen Ticken besser mit hin. Und tatsächlich musste ich beim ersten Mal riechen an den Duft an ein ganz spezielles Event aus dem letzten Jahr denken. Und zwar hat meine Cousine geheiratet. Letztes Jahr im Sommer auf einer wunderschönen Location in einem ganz, ganz tollen Kleid. So ein bisschen prinzessinnenmäßig, aber nicht zu arg. Ein bisschen sexy, aber auch verspielt. Und ich muss sagen, auch sie hatte wirklich einen schönen Duft getragen, aber dieser Valaya passt für mich perfekt eben an diesen Tag mit rein. Und da schließe ich jetzt den Kreis zu Weiß. Also, falls du dieses Jahr heiraten solltest, das könnte wirklich ein guter Brautduft sein. Ich finde, der Duft hat eben durch diesen sauberen Charakter ja etwas Weißes an sich, etwas Elegantes, etwas Feminines. Und trotzdem etwas Verspieltes mit drin. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Braut diesen Duft trägt und eben reinläuft an den Gästen vorbei und dann ist da so ein Schleier an Valaya, der sich um sie rumhüllt, boah, das stelle ich mir schon echt richtig schön vor. Also das ist auch das, was mir in den Kopf kommt. Also weiß gekleidet, fluffig irgendwie, aber trotzdem intensiv, an einem warmen Tag. Ja, es ist einfach ein schöner Duft und ich habe tatsächlich nur positive Assoziationen mit diesem Duft. Und normalerweise bin ich jetzt nicht so Fan von so richtig Hardcore-Düften, hat man vielleicht gemerkt, als ich vorhin auch über den Oriana gesprochen habe. Aber der Valaya ist wirklich schön und tragbar und ich muss sagen, das könnte wirklich einer von meinen neuen Favorite-Düften werden und das hätte ich nicht gedacht. Also wenn du dich von der Duftbeschreibung angesprochen fühlst, dann kann ich dir nur empfehlen, dich schon mal mit dem Valaya einzudecken, weil der Frühling kommt sicherlich und ich bin total gespannt, ob du den Duft schon mal gerochen hast. Falls ja, dann schreib mir gerne in die Kommentare, wie du ihn findest, weil ich meine, das ist natürlich auch immer sehr subjektiv, wenn man den Duft findet. Mich würde es total interessieren, an was dich der Duft erinnert, ob du ihn schon getragen hast und ob du auch so begeistert bist von der Haltbarkeit wie ich. Schreib in die Kommentare, ich freue mich auf jeden Fall drüber und viel Spaß mit dem Valaya, den gibt es ab sofort auch bei Perforry zu kaufen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!